Die Idee hinter der Konzeptionierung des Raumes war, uns radikal auf eine Hörposition zu konzentrieren. Vor ziemlich genau 2 Jahren haben wir das Projekt Berliner Experience Center mit Benjamin Kosischinski und Karl-Heinz Stegmeier von Cost Design gestartet. Mein Name ist Erik Horstmann und ich bin Regional Business Development Manager hier bei Genelec. Für uns war klar, dass wir keine übliche Produktionsumgebung, also keine Studioumgebung bauen wollten. Wir wollten wirklich den bestklingenden Raum des Landes bauen und daher war klar, dass wir mit Cost Design zusammenarbeiten wollen. Mein Name ist Benjamin Christian Kosischinski. Ich bin Akustikdesigner bei Cost Design. Wir sind eine Akustikdesignfirma aus Berlin und bauen seit über einem Jahrzehnt Tonstudio, Postproduktionsstudio, Produktionsorte eigentlich aller Art. Das Experience Center befindet sich zentral gelegen hier in Berlin zwischen Alexanderplatz und Hackeschem Markt mit Blick auf den Fernsehturm. Mit Cost haben wir seit über einem Jahrzehnt Erfahrung mit Genelec-Lautsprechern. Meistens für Musikstudios, aber auch für Postproduktion im Film- und Fernsehbereich. Da waren die Lautsprecher immer die Benchmark, die es zu halten galt. Was uns aber nicht so bewusst war und erst im Laufe des Designprozesses für uns klarer wurde, ist, was eigentlich hinter den Lautsprechern und damit hinter der Marke Genelec steht. Zu Beginn des Projektes wurden wir eingeladen nach Iisalmi, Finnland, wo sich die Produktion und auch die Entwicklung von Genelec befinden. Was uns total fasziniert hat, war, wie jeder einzelne Speaker per Hand hergestellt wird und wie auch sich technische Innovationen in die Produkte selber bahnen. Nach unserer Rückkehr war klar, wie wir den Raum hier in Berlin gestalten wollten. Es waren 3 Prinzipien, die sich herauskristallisiert haben. Es war einmal das gute Design, die Nachhaltigkeit, aber auch die Umsetzung von dem, was technisch eigentlich zurzeit möglich ist. Dies sollte die Grundlage sein, um die Werte der Firma Genelec im Raum zu vermitteln. Genelec ist ein sehr nachhaltig agierendes Unternehmen. Unsere Lautsprecher bestehen zu bis zu 95% aus recyceltem Aluminium. Unser Werk bezieht die Energie ausschließlich aus erneuerbaren Energien, von denen 30% durch unsere eigene Solaranlage abgedeckt wird. Und dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der war uns ganz, ganz wichtig. Im Sinne des Designs und der Nachhaltigkeit entstand die Idee, den Raum aus einem Stammholz zu erschaffen. Es war also zu Anfang an uns eigentlich relativ klar, es würde keine Postproduktionsstätte, keine normale Studioabhöre sein, sondern einfach ein exzellenter Hörraum, in dem immersive Inhalte sowie auch Stereoabhören möglich sind. Hier haben wir mit einem edlen Holz, mit Sapeli Mahagoni, haben wir versucht, die akustischen Eigenschaften zu modellieren, was ein ziemlich langer, iterativer Prozess war und gleichzeitig aber auch mit den Oberflächenqualitäten dafür zu sorgen, diesen edlen Charakter, diesen Premium-Charakter zu übertragen. Die Abwägung dazwischen, wie lebhaft wirkt der Raum, welche Reflexionen müssen wie beachtet werden, dieser sehr langwierige Prozess, der einfach numerisch immer wieder kalkuliert werden musste, bricht sich dann in der Gestaltung, in der sehr modernen Aufteilung der Verkleidung wieder. Gleichzeitig bleibt immer das Holz als nachwachsendes Endprodukt dabei stehen. Wichtig ist dabei zu sehen, dass in dem gesamten Prozess dann versucht wurde, den Stamm, das Material auch zu erhalten und auch ablesbar zu machen, sobald es im eingebauten Zustand ist. Hier im Experience Center haben wir alle Modelle aus der The Once-Familie verbaut. Das ist unser Flaggschiff 3W-Koaxial-Lautsprechermodell, welches mittlerweile in 4 verschiedenen Größen zur Verfügung steht. Für die Frontkanäle kommt der große 8361 zum Einsatz, also für links, Mitte und rechts.
Für die Seiten- und Backsurrounds der etwas kleinere 8341 und die 4 Deckenkanäle, dafür nutzen wir den 8331. Wir haben alle Modelle in Stereo verbaut, sowohl mit als auch ohne Bassmanagement, als auch in einem immersiven 7.1.4 Setup. Immersiv bedeutet, dass wir hier sowohl Inhalte in Dolby Atmos als auch in Auro 3D hören können. Dieser Raum ist als reiner Hörraum konzipiert, aber technisch gesehen steht er den modernen Studioumgebungen in nichts nach. Die letzten 18 Monate, seitdem der Raum jetzt eröffnet ist, haben gezeigt, dass nicht nur Toningenieure und Produzenten, sondern auch sehr, sehr viele Künstler und andere Kreativschaffende diesen Raum sehr, sehr gut annehmen. Partner aus der Industrie, wie zum Beispiel große Major-Plattenlabels, nutzen diesen Raum für Hörsessions und es hat sich mittlerweile rumgesprochen, wie gut dieser Raum klingt und aussieht. Alle, die sich für Genelec Lautsprecherprodukte und immersive Formate interessieren, sind hier jederzeit herzlich willkommen. Schreibt uns gern an berlin.showroom@genelec.com und wir freuen uns sehr, euch hier begrüßen zu dürfen.